Jeden zweiten Tag verschwindet ein Kind aus Deutschland. Unglaublich. Und keiner spricht drüber. Zahlen, Fakten, Hintergründe in diesem Video. Bleibt dran. 2021 gab es 220 Fälle von Kindsentziehung. Entführung würde man umgangssprachlich sagen. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, hat man wirklich jeden zweiten Tag mindestens ein Kind, was entzogen und ins Ausland verbracht wird. Wie ist das möglich, fragt man sich. Warum kriegt man davon nichts mit? Es muss doch auffallen, dass so viele Kinder, und ich finde, das sind wahnsinnig viele, einfach verschwinden. Ich will gleich auf die Zahlen und Fakten eingehen. Vorgelagert muss ich dir aber noch einen Sachverhalt exemplarisch, zwar als Extrembeispiel, aber dennoch mitteilen. Ihr habt es ja alle mitgekriegt. Es ist unfassbar medial präsent gewesen. Ein 35-jähriger Türke entzieht der Kindsmutter die gemeinsame 4-jährige Tochter, flieht und versucht, mittels Flugzeug in die Türkei wegzufliegen, das Kind zu entführen. Ein Geiseldrama sondersgleichen. 18 Stunden ging dieser gesamte Sachverhalt. Man muss sich überlegen, wie es dazu kam. Die aktuellen Berichte sagen, dass der Mann gewaltsam in die Wohnung der Frau eingedrungen ist, das Kind dort entzogen und rausgenommen hat. Die Frau ist ihm noch hinterhergerannt bis auf die Straße und wollte bis zuletzt diese Situation natürlich verhindern. Während der Mann das Kind trotzdem ins Auto setzte und wegfuhr mit überhöhter Geschwindigkeit, dabei fast noch die Kindsmutter anfuhr, eine Nachbarin anfuhr, so laut Aussagen eines Zeugen, der vor Ort war, also unfassbar viele Leute gefährdet hat, dann in den Hamburger Flughafen eindrang, Schranken durchbrach, aufs Rollfeld fuhr, aus dem Auto herausgeschossen haben soll, Brandkörper rauswarf, sodass die Feuerwehr das löschen musste. Es mussten Menschen evakuiert und weggefahren werden. Und das alles im Beisein seiner 4-jährigen Tochter. Was für ein Trauma und Martyrium für eine 4-Jährige, die gar nicht versteht, was da los ist, was ihr Papa da gerade macht. Es ist selbsterklärend, diese Geiselnahme wurde dann beendet, der Mann sitzt in U-Haft, aber es ist ja ein trauriges Schicksal, was in diesem Moment sehr öffentlich dargestellt worden ist. Diskrepanzen zwischen Elternteilen zum Leid leider eines Kindes. Aber wer sind die Personen hinter diesen Entziehungen? Man möchte meinen, klar, ich habe jetzt ein Beispiel vorangestellt, ein Extrembeispiel, aber man möchte meinen, das sind ja die Männer. Aber 75% aller Kindsentziehungen werden durch Mütter begangen. Da sind die Statistiken eindeutig. Ich blende sie an der Stelle auch mal ein. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Warum insbesondere Frauen so vorherrschend im Zuge einer Kindsentziehung ins Ausland sind? Ich stelle mir halt die Frage, wie geht es dem anderen Elternteil, der in dem Moment Angst hat, ob er sein Kind überhaupt je wieder sieht? Weil ich meine, ins Ausland zu verschwinden, gegebenenfalls abzutauchen, impliziert ja, dass ich vielleicht mein Kind nie wiedersehe. Und das ist eine Horrorvorstellung. Was glaubst du, was die Gründe sind? Oder kennst du vielleicht jemanden, der das schon erlebt hat? Oder vielleicht hast du es selber durch? Schreib es doch mal in die Kommentare. Es ist super spannendes und auch emotional packendes Thema. Wenn ihr gerne mehr zu dem Themenbereich Kinder und Familie sehen wollt, abonniert unbedingt unseren Kanal. Wir werden immer mal kleinere Nachrichten präsentieren, aber ihr könnt uns auch bei unseren Bauvorhaben begleiten und unsere lustigen Shorts sowieso. Ihr werdet einfach mitgenommen auf eine Reise innerhalb unserer Familie, weil für uns das Thema, wie schon gesagt, Kinder und Familie ganz weit oben steht. An der Stelle möchte ich euch wie immer mit ganz viel Liebe zurücklassen und bis ganz bald. Ciao!